Hello and welcome to Ask Mozart. If you're new to the channel, don't forget to subscribe. And if you like this video, please give the thumbs up. Tutti Mozart is an exciting project where we present all of Mozart's work in chronological order with one new episode every Friday. And now, every Wednesday, we also present our Ask Mozart. Ask Mozart gives you the opportunity to ask Wolfi anything you want to know. Leave your question for Mozart on the comment section on our Facebook page, or if you want to make an appearance on Ask Mozart, you can now record yourself asking him your question in any language you want, post it on Facebook and tag Tutti Mozart. For our first special video, we are exploring the backstage of the Marionettentheater and holding a special interview with the Marionettentheater Ensemble in the famous Schönbrunn Palace. But first, our dear friend Christine will show us exactly how a Marionette works. Herzlich willkommen im Marionettentheater Schloss Schönbrunn. Alle Figuren, die man bei uns auf der Bühne sieht, werden in unseren eigenen Werkstätten hergestellt. Ein Bildhauer schnitzt aus Zirbenholz den Kopf und die Beine. Die Hände werden aus Lindenholz geschnitzt. Das Lindenholz ist ein bisschen elastischer. Alle diese Holzteile werden zusammengebaut. Überall, wo Menschengelenke haben, bekommen auch diese Figurengelenke. Es gibt da Scharniergelenke bei den Knien, Holzgelenke bei den Füßen, Ringe, Schrauben, Leder. Diese nackte Marionette macht dann den ersten Schritt in die Schneiderei, bekommt dort Unterwäsche angezogen. Es werden kleine Schnitte gezeichnet und die Kostüme genäht. Wenn das Kostüm fertig ist und das Gesicht bemalt, kommt das Allerwichtigste für eine Marionette, das sind die Fäden. Diese Fäden sind über 2 Meter lang, wir stehen auf einer Brücke. Und hier sieht man jetzt, wie so ein Führungskreuz funktioniert. Der Marionettenspieler hält mit dem Zeigefinger das Gewicht der Marionette, der Daumen bewegt die Beine. Mit dieser Beinbewegung spürt man, wo der Boden ist und geht gleichmäßig vorwärts. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu hoch durch die Luft oder auch nicht zu tief geht. Und jeder Spieler braucht ungefähr ein halbes Jahr, bis er mit einer Marionette gut gehen kann. Dann braucht man ungefähr 3 Jahre, um eine Marionette schön zu spielen. Und dann lernt man ständig weiter, wie bei einem Instrument. Der Kopf ist mit Drähten an dem Kreuz befestigt, dann ist ein Dreieck hier. Diese Stange da vorne bewegt die Arme. Dann gibt es auch einen Faden, der die Hände zusammenziehen kann. Und dann gibt es auch 2 wichtige Fäden zum Verbeugen, Schulterfaden und Rückenfaden. Liebe Christine, lieber Werner, danke, dass ihr da seid und wirklich mit sehr viel Freude mit dabei seid bei Tutti Mozart. Die erste Frage wäre, was versteht man unter einem Marionettentheater? Ein Marionettentheater ist ein Theater an Fäden, wo Figuren an Fäden über die Bühne geführt werden und alles, was mit Fäden zu tun hat, ist Marionettentheater. Ob die Fäden jetzt von der Seite kommen, von unten oder von oben. Man kann nicht wirklich sagen, wie alt Marionettentheater ist, aber man weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass es aus dem Osten kommt. Ist sicher mit Handelsreisenden nach Europa gebracht worden und es gibt die erste Aufzeichnung gibt's im Mittelalter von Marionetten in Deutschland. Also das Marionettentheater Schönbrunn gibt es jetzt seit 20 Jahren hier in Schönbrunn. Wir spielen aber schon jeder von uns 40 Jahre, das heißt gemeinsam haben wir 80 Jahre Erfahrung, die wir an viele unserer Mitarbeiter weitergeben, die auch schon wieder 15, 20 Jahre mit uns spielen. Aber die lange Tradition kommt schon von Maria Theresia. Und warum Mozart? Ganz einfach, Mozart ist für mich der Homöopath unter den Musikern. Er geht unter die Haut, er geht in die Seele und man kommt ihm nicht aus. Ja. Also ich glaube, dass Mozart sicher auch ein Marionettentheater besucht hat. Warum die Zauberflöte mit Marionetten? Weil die Zauberflöte sich halt ganz besonders für Marionettentheater eignet. Wir können viele Opern spielen, aber die Zauberflöte ist eine Märchenoper und gerade mit Figuren lässt sich das ganz wunderbar darstellen. Das Schöne ist, die Zauberflöte ist ja für Kinder von 2 bis 99. Jetzt möchten die Erwachsenen mit den Kindern diese Oper sehen und überfordern dann mit der 2-stündigen Version die Kinder. Deshalb haben wir diese einstündige Version für Kinder kreiert und haben da eine Linie, die wir auch mit anderen Opern machen und können so eigentlich ganz toll die Kinder zur Musik führen, weil gerade mit der Zauberflöte geht es besonders gut und
eben bei uns tritt der Komponist auf, erzählt die Geschichte dieser Oper und das ist für eine halbe Stunde und dann noch eine halbe Stunde und man führt sie ganz klein an die Oper heran. Wir versuchen, das Marionettentheater als eigene Kunstform wieder in die Köpfe der Zuseher zu bringen. Ja. Und weg von der reinen Kinderunterhaltung. Ja. Und man kann mit Marionetten wirklich sehr gutes und für Erwachsene ernsthaftes Theater machen. Ja. Mit den Tournees funktioniert das so, dass wir eingeladen werden und wir verpacken unsere Bühne, unsere Figuren und Dekos und die gehen mit Container oder Flugzeug in das jeweilige Land. Und das Gute bei uns ist, dass Mozart so ein Genie ist und in vielen Sprachen sprechen kann. Er spricht Chinesisch, Koreanisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, wie auch immer. Ja. Kontaktieren kann man uns über die Homepage natürlich, www.marionettentheater.at. Und man kann bei uns das ganze Jahr die Zauberflöte buchen. Wir spielen das ganze Jahr für Gäste aus aller Welt oder natürlich auch für die Wiener die Zauberflöte. Denn wie das Wiener Schnitzel auf der Speisekarte sollte man in Wien die Zauberflöte genossen haben. Das kann man bei uns machen. Super, sehr gut. And now, ladies and gentlemen, our star of the night, Wolfgang Mozart. Servus Mozart! Servus Vinicius, servus, grüß dich! Na du, siehst du hast eine spezielle Video nur für dich heute. Ja, das ist ja ausgezeichnet, Vinicius, was für eine Ehre! Na, fantastisch. Aber Mozart, das muss ich jetzt dir fragen. Diese Stimme, die du hast, gehört eigentlich nicht dir, oder? Nein, nicht ganz, Vinicius, nicht ganz. Sie ist Okay. mir geborgt worden. Dann jetzt präsentieren wir Hannes Voller. Servus Hannes. Servus, Vinicius, Grüß servus, dich. grüß dich. So, das ist Hannes Voller, mein guter Freund, auch Fagottist. Und Hannes, wie ist das eigentlich für dich, die Stimme von Mozart zu sein? Ja, das ist was ganz Aufregendes für mich, weil man dieser Marionette ein Leben und eine Persönlichkeit geben kann und dadurch auch eine Geschichte erzählen kann. Der Hannes ist der Einige, die muss wirklich das Ganze recherchieren und schreiben, wie er antworten muss. Wie ist das eigentlich für dich, diese Recherche zu machen? Also für mich ist das wahnsinnig interessant. Einerseits als Musiker und als Fagottist, weil ja der Mozart hat ja wahnsinnig viel für Fagott in seinen Symphonien, in der Kammermusik und in den Opern geschrieben. Andererseits dann die Recherchen zu machen und in das Leben von Mozart einzutauchen. Das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und macht unheimlichen Spaß. Danke euch alle für das heutige Video und was sagen wir alle? Servus, Servus und immer schön in der Musik bleiben. Thank you for watching. My name is Vinicius Und Katta ich bin Wolfgang Mozart. and we are Tutti Mozart. Super.